Freunde, heute behandeln wir die erste Folge eines Anime, auf den ich mich persönlich schon lange gefreut habe, nämlich Shokai Shoujo no Ikuro Michi oder besser bekannt als The Executioner Enter Way of Life, beziehungsweise ganz kurz Virgin Road, welche im Westen exklusiv bei HIDIVE erscheint. Wichtig, diese Folge ist nicht bezahlt oder gesponsert von HIDIVE, ich habe alles selber bezahlt, ich nenne diesen Anbieter nur, weil er eben der einzige legale Anbieter im Westen ist, der diesen Anime anbietet. Töten, ohne dabei Reue zu empfinden. Das ist die Aufgabe der Henkerin Menno. Sie soll jene Personen, die als Verlorene bekannt sind und aus einem fernen Land namens Japan kommen, umbringen, bevor sie Unglück über die Welt bringen können. Eines Tages trifft Menno auf Akari, welche ebenfalls zu diesen Verlorenen gehört. Ihr Auftrag ist klar. Doch es gibt ein kleines Problem. Egal was die Henkerin auch versucht. Das andere Mädchen stirbt einfach nicht. Jetzt muss Menno herausfinden, wie sie Akari beseitigen kann. Überraschenderweise erklärt Akari, dass sie die Henkerin begleiten möchte und so beginnt ihre Reise. Der Executioner Enter Way of Life entsteht unter der Leitung von Regisseur Yoshiki Kawasaki im Studio GC Staff mit Charakterdesigns von Nilitsu und Keiko Tamaki. Die TV-Anime-Serie Virgin Road hält sich innerhalb der ersten Episode recht streng an die Manga-Adaption der Light Novel von Mato Sato, welche das Originalwerk darstellt. Es wäre auch recht kompliziert zu erklären, weshalb die Serie schon zu Beginn an sich anders entwickelt als das Originalwerk. Dies kam allerdings auch schon vor. Inhaltlich ist die Episode sehr einfach gehalten. Im Grundsätzlichen werden die Prämisse und die späteren Charaktere in dieser Folge erst einmal skizziert und bekannt gemacht. Es gibt einige Hintergrundinformationen zu Menno und der Welt, in welcher die Geschichte spielt, sowie die erste coole Action-Szene mit Menno, wenngleich hier nur ihre Brutalität und Rücksichtslosigkeit gezeigt wird. Für mich war die erste Episode ein schöner Auftakt, welcher allerdings noch zu seicht gestaltet wurde und ruhig inhaltlich mehr bieten hätte können. GC Staff sowie die Charakterdesigner Nilitsu und Keiko Tamaki haben bei den Animationen wieder einmal gezeigt, dass auch ein TV-Anime schön gestaltet sein kann. Die Charaktere, die Szenerien um diese oder auch nur einzelne Szenen, alles wurde ansprechend inszeniert und gestaltet. Auch die Farbgestaltung wurde hier für die Anime-Serie gut umgesetzt. Für eine Blu-ray-Fassung würde ich mir allerdings hier und da, gerade bei ruhigen Szenerien, kräftigere Farben wünschen. Ansonsten wäre animationstechnisch das Werk auf dem neuesten Stand und zeigte auch bei schnellen Abfolgen und Szenerien sowie Abläufen keine Schwäche. Leider konnten die Charaktere des Werkes innerhalb der ersten Folge noch nicht nennenswert ihre Attribute aufzeigen. Allerdings ist schon jetzt ersichtlich, dass Menno und ihre Partnerin Momo ein sehr gutes Comedy-Duo abgeben und den sonst so strengen Action-Drama-Anime auflockern könnten. Die kommenden Folgen werden hier allerdings aufzeigen, ob die verwendeten Charaktere Potenzial haben oder zu Stereotypen verkommen werden. Ich bleibe jedenfalls gespannt, denn mir persönlich haben die Charaktere gefallen. Wie ist also meine Meinung zur ersten Folge von Virgin Road? Bezogen auf die Produktionsqualität, also die Animation, dem Charakterdesign und dergleichen, ist das Werk wirklich gut gelungen und umgesetzt worden. Mir persönlich hat es sehr gefallen. Menno gefällt mir insbesondere durch ihre düstere, aber auch manchmal sexy Art und Momo hat eine leicht unterwürfige Art ihr gegenüber, was zu lustigen Szenen führte und wahrscheinlich auch noch führen wird. Doch erzählerisch konnte die Serie mich noch nicht gänzlich überzeugen. Hierzu fehlt dem Werk noch etwas an Tiefgang. Dies bezieht sich nicht nur auf die Geschichte, welche bislang noch nicht wirklich begann, wohlgemerkt, wie auch auf die Charaktere selbst. Menno wird bislang nur als eiskalte Killerin nämlich dargestellt, was mir persönlich viel zu einfach ist. Ich erwarte hier einen genialen, vielleicht auch liebenswerten Wandel zu einer Kämpferin der Gerechtigkeit oder ähnliches. Lohnt es sich also Virgin Road anzusehen? Bislang nein, dazu war der Auftakt viel zu stumpf. Doch die Serie hat Potenzial für mehr. Ich bleibe für euch an diesem Anime dran und werde euch auf dem Laufenden halten. Solltet ihr eine Episoden-Review wünschen oder sonstige Anregungen haben, schreibt es unten in die Kommentare, bitte. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben und einem Abo mit aktivierter Glocke, welche ihr auf alle Benachrichtigungen eingeschaltet habt, freuen. Das hilft nämlich mir persönlich weiter, dem Algorithmus und somit allen hier auf dem Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer anderen Anime-Review, einem Ersteindruck oder sonstigen Video. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.